Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play and Talk Disco Elysium. Heute ist Mittwoch, der 17. August 2022 und es ist 18:53 Uhr. Jo, Hälfte der Woche ist rum, wir haben es geschafft fast, also zumindest 50%. Und ja, wir sind zurück in Riverscholl bzw. Riverscholl West im Fischerdorf. Und nachdem wir uns ein bisschen umgesehen haben, sind wir auf etwas gestoßen, was laut Schnellreiseziel, was wir hier freigeschaltet haben, die Kirche heißt. Ja. Und jetzt gucken wir mal, ob wir da irgendwie reinkommen. Das hier ist irgendwie im Eingang auch so. Ah ne, das ist nur so unter... Wo ist denn? Ist die Kirche nun woanders, oder? Ja, ich habe nur den Teil gesehen. Ich dachte, das wäre so ein bisschen Fallout-mäßig. Hier liegt noch was. 68 Cent. Hab ich noch? Ein großer Weinbehälter ist offen und leer. Vermutlich Schmugglerware. Riecht nach einer süffigen Gärung. Okay. Warum heißt das denn die Kirche? The smell. It's awful and familiar. Meint, das ist schrecklich. Bedecke meine Nase. Was ist das? Ist das nicht bloß der verwesene Fisch? Don't be naive. Oh nein. Don't you recognize it? That hideous pungency, that faintly cloying sweetness. Only death smells like that. Verwesene Fische sind auch tot. Also... Something cold wakes in the pit of your stomach. Fear. Ich habe keine Angst. The signs of decaying meat. It announces itself from 24 meters away. A warning. A memento mori. Kim, was ist das für ein Geruch? Vorsicht, Lieutenant. Hier stimmt etwas nicht. The lieutenant has already brought a handkerchief to his nose. Vorsicht, diese Planken sehen vergammeln und wenig tragefähig aus. There's some tear, an empty cigarette package, and a crumpled kebab wrapper in the trash bin. So das Tara. 2 empty bottles of Tallulah vodka and a can of black potent porter is all you find. Okay. No, there's more in there. Livis strawberry liquor, plus some Pilsner bottles too. Better not pick them up. They seem unhygienic. A tragedy. Ich finde so das Päckchen Zigaretten. Whoever tossed it here was a heavy smoker. The brand name reads Red Astra. Ist das nicht ein Bier? Red Astra is the black market version of Astra cigarettes, known for their high tar content. Ich untersuche das Kebabpapier. Ja, ich untersuche hier alles. You see traces of mayonnaise and ketchup on it, as well as a tomato wedge. The wrapper reads Shish Kebab Revachol. Sheesh. It's no older than a day or two. No mold yet. It's hard to concentrate in the smell. The sea air brings some relief. Okay. Und wenn ich jetzt die Tüte anmache? There's some tear, an empty cigarette package, and a crumpled Yeah. 2 empty bottles of Tallulah vodka and a can of black potent porter is all you find. No, there's more in there. A tragedy. Ja, das hatten wir schon alles. Ich dachte vielleicht jetzt durch die Tüte, aber... Nee, wohl da nicht. A man lies on the boardwalk, his limbs bent and neck turned at an unnatural angle. Right next to him is an empty bottle of spirits. In his cramped hand, a chewing gum wrapper.
Half of his body has slipped between the cracked boardwalk, starting with the right leg. The fall has left him broken, contorted like a sad puppet. The smell is not as bad as a 2-week-old corpse, but it's definitely heading there. Na super. Hold on. Der Lieutenant kauert sich neben dem Toten und begutachtet sein Gesicht. Ein paar hervortretende Augen starren ihn an. Jegliches Leben ist aus ihnen gewichen. Lividity is faintly pronounced. Whoever this is, he's been dead for 2 days. No longer. We need to investigate. Er hebt sich und er schaudert, als seine Böe durch seine Fliegerjacke weht. Müssen wir also, ja. Another dead body. This is your job. Steel yourself. Calm now. Carefully. Just another day. Just another dead body. Breathe. Ich mustere die Kleidung des Mannes. He's wearing mud-caked boots, beige trousers, and an old brown leather jacket with a bright blue lining. There are traces of kebab sauce on his chest. Das ist Kebab-Papier von ihm. Wahrscheinlich auch so wie die Zigaretten und der Alkohol. The leather jacket suits him well. It must be custom made. Ich durchstöbere seine Taschen. You find some sunflower seeds and a rain-soaked library card folded into 2. His jacket feels sodden and heavy under your hand. Okay. Good. We should take a look at that library card after this is done. Du betrachtest den Mann genauer. The man has fallen through a crack in the boardwalk and hit his head against the metal bench. Coagulated blood covers his black hair. One of his feet is still dangling through the hole. Okay. You have to be quite inebriated to fall that bad. Well over a liter of pure ethanol. 3 bottles of wine, or 1.5 of spirits. Or maybe it was just dark. Oh Mann. Ich untersuche sein Gesicht. His expression is dull, like the sea behind him. Drops of water shining on his mustache. His eyes, empty and wide, look frightening in their frozen gaze. Oh Mann, oh Mann. Height, 170 to 175 centimeters. Curly hair, stout build. Age, approximately 50 to 60 years. Ich betrachte die Umgebung. There's some dried blood on the metal bench, right where the corpse's head rests. The floorboards are rotten and slippery wet around the hole. An empty bottle lies nearby. A chewing gum wrapper is clutched in his fist. Er scheint gestürzt zu sein, weil er sich bis oben in vollgesoffen hat. Be very, very careful where you step here. Ich untersuche den Kopf des Mannes. A dried chunk of blood covers the hair at the back of his head. An open wound. It's sticky and cold to your touch. I don't see any other major wounds, do you? Nein, nur die an seinem Hinterkopf. Seems like the head wound was fatal. It's exactly the shape of the bench. Ich trete auf die Planken. They screech under your feet ominously. It's hard to say whether the dead man's weight was the cause of the boardwalk to break. It definitely looks fragile. Okay. You see waves churning below. Something cracks beneath your feet. Oh, nicht einstürzen. He could have easily disappeared into the sea through that hole, and you would have never found him. Habe ich aber nochmal. Ich untersuche die Flasche. A .75 liter Tallulah vodka with its cap missing. There's hardly anything left inside. Oh. It's mid-market spirits, with a slight touch of menthol. The man meant to enjoy himself, have a good time. Ja, hat ja gut geklappt, würde ich mal sagen, wa? Tear all around us. Er sieht zu 2 weiteren Flaschen hinüber, die beim Münzfernrohr vergessen wurden. Ich untersuche das Kaugummipapier. Grabowski spearmint chewing gum.
green leaves on the cover. The man's mouth is half agape from the terror of the fall. Ich sehe nein. The blackness of death, stench. You think you see white chewing gum too. Confirmed, nearly the whole pack is there, solidified on his lower rear teeth. Okay. Mal gesoffen und wollte sich den Atem wieder gut machen, weil, keine Ahnung, wichtigen Termin hat. Tja. He ate the whole pack, right? It's to cover the smell of alcohol before going home. The worst thing is, Ja. I've seen it before. Almost the same scenario. Even the chewing gum. It's always the same. Ja. Sicher. Ich mache einen Schritt zurück. The entire boardwalk creaks in the wind as you take a step back. Wer ist dieser Mann? Ja, das müssen wir herausfinden. Was glauben Sie, ist hier passiert? Death by misadventure. He slipped and fell through the boardwalk. A truly unfortunate accident. If it wouldn't have been for that bench, he'd be alive. Ja, nee, das bezweifle ich. Denken Sie, er war betrunken? Ja, das ist ja wohl offensichtlich. Oh yes. Was ist mit der Alkoholvergiftung und Leberversagen? Ja, aber dann hätte er keine Hinterwaffe, also keine Wunde am Hinterkopf. Dude. Some symptoms of acute alcohol poisoning could have definitely played a role here. Severe confusion, respiratory depression, unpredictable behavior. But I think that death arrived through head trauma, not liver failure. Ja. Jemand sollte für diese kaputte Promenade haftbar gemacht werden. Die ist gefährlich. They'll seal this place off after the news reaches the coalition officials. I doubt that they have enough resources to actually repair the boardwalk. Not that sealing it off would keep anyone away. All it does is keep the city council's hands clean. Er lächelt verbittert. Ja, das andere ist, keine Ahnung, das Lynchmord glaube ich nicht. Kebab ist irrelevant, er wird was gegessen haben. Vorher. Und ja, deswegen schließt das Thema ab. It does seem to be a pretty straightforward misadventure, although there's still a question of identifying the body. Was sollen wir mit ihm machen? From where I stand, I can see two options. We either take the case and follow the leads to identify the body on our own, or we report back to the station and leave this for our colleagues to handle. Wir haben ihn gefunden, wir sollten ihn zu Ende bringen. Alright, we should first examine the library card you found. Then we can call the station from my kinema. Let them know we are taking the case. Okay. Ich wollte noch mal was ausprobieren, und zwar wenn ich die Tüte... Kann ich denn die Flasche anpacken? Nee. Da auch nicht. Dieses Münzpfänderohr ist schon seit Jahren nicht mehr in Betrieb. Hör auf, an dem Münzpfänderohr rumzufuschen und halte dich an irgendwas fest, der Wind ist so stark. Und hier stürzt man tief in den Tod, mindestens 20 Meter. Okay, ja, dann also nicht. So. Büchereiausweis, interagieren. The library card is folded into two and still slightly wet to the touch. The front side reads, Central Jamrock Public Library Card, issued to Billy Mejean, expires July 53. Billy Mejean. Mejean. Gültig. Billy is a unisex name. Could be the deceased or his family member. Ja, Billy. Meistens männlich, Abkürzung für William. Also Bill. Das ist meistens Abkürzung für William im Englischen.
Und Billy ist davon halt die. Aber da das ja auf dem Ausweis steht, schon, dass er sein. Ich werfe einen Blick hinein. Whoever owns this card is an avid reader. You find a list of books written in blue pencil. Radio thriller. Stand a little less between me and the sun. The last one in the list is The Glinting Curve by M. Theobald. A library stamp indicates that the book has been returned. Geh mir bitte aus der Sonne. Most of these titles seem to be in the sci-fi genre. Some thrillers too. Okay, ich sehe mir die Rückseite an. If lost, please return the card to the library. Dial 005 02 55 211 or visit us at Moreau Street, 78, Jamrock. Business hours 900 to 1800. Okay, dann könnte man da anrufen. Good. We should give them a call from my kinema. See if we can learn anything about Billy Méjean. Good idea. There was plenty of information here to go by. Ich stecke ihn ein. Okay. Nennt ihr das ja. So, die Leiche auf der Promenade. Wir müssen die Stadtbücherei anrufen. Gut. Ja, hier gab es nichts mehr. So, gucken wir, dass wir hier wieder runterkommen. Jo, also noch ein Fall, weil wir ja auch noch nicht genug zu tun haben. Hier war. Da geht's weiter. So, geht's da noch weiter. Gut, dann wieder hoch. Da geht es ja auch nicht mehr weiter. Dann werden wir weiter gucken. So, hier sind wir weiter. Das war seltsam. Gut. Alles klar, alles klar. Dann gucken wir mal. Was hier lang geht, dann geht es nirgendwo weiter. Da auch nicht. Schön, dass ich hier bin. Hey, warum rennt denn der auf einmal? Du sollst nicht rennen. Du hörst das Wurmen und Pochen einer Bassdrum. Die Musik schallt von irgendwo auf dem Eis. Du spürst den Schatten eines sehr großen Gebäudes auf dich fällt. Im Schild steht St. Lohn 1147. Ich gucke jetzt mal. Im Schatten sind staubige Bänke zu kennen. Viele scheinen zu fehlen. Ein finsternis gehüllter Altar oder etwas ähnliches. Ist einfach zu dunkel. Knete. 47 Cent. Guck, ist schon 30 Real. Not bad. So. Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir da rein, wa? Das ist dann also die Kirche. Heavy wooden doors, more than twice your height, stand shut in front of you. The rectangular sea-worn ornamentation appears in stark contrast to the padlock, carelessly drilled into the wood. Ich rüttle an den Türen, um zu sehen, ob sie aufgehen. Du inspizierst die Holzarbeiten. Ich sehe mir das Vorgeschoss genauer an. Ja, gucke ich jetzt mal die Holzarbeiten an. The carving on the door is block-like and angular, like the church itself. Two large beams shoot downwards, sinking into the wood before they reach the threshold. Ich lasse meine Hand über einen Balken gleiten. The surface is smooth from the wind, but moist to the touch.
moist. Sehen wir das Vorhängeschloss genauer an. This cheap-looking padlock is sturdily built. It shackles together a hasp and a staple screwed into the wooden door. The lock is adorned with a yellow sticker. Yellow sticker. It'll be easier to break the staple than the lock. Also, that sticker is interesting, somehow. Sehen wir den Aufkleber an. You see a yellow circle with 2 X's and a big curve below them that looks like a mouth. You're pretty sure you haven't seen it before, but what the symbol depicts is clear enough. A smiling dead guy. The curve makes it smile, and the X's make it dead. Ja. There is something blindingly modern about this symbol. Its modernness puts to shame everything you've seen before. Was macht das Symbol so modern? It's the contrast between the cheery, chemical yellow and the rigor mortis. As if the cheery guy didn't know he was dead, or the dead guy didn't care that he was. Either way, you get the sense the forces of future are at work here. Haben Sie dieses Symbol schon einmal gesehen? Du siehst das langweilige voreingeschossene Neid an, weil es so schön absurd ist. Okay. Haben Sie das Symbol schon einmal gesehen? He takes off his glasses and uses a blue handkerchief to thoroughly wipe them clean before inspecting the sticker. Then he looks up, pauses, and replies. Ja. No. Super, dankeschön. Wonach sieht ihr das immer Ihrer Meinung nach aus? Looks like a dead man smiling. Suggests junior delinquency. Delinquenz. Gut, aber was ist Jugenddelinquenz? Ja, halt. Taten von Jugendlichen. For Revachol said aussi, the moral intern defined junior delinquents as minors between the ages of 10 and 16 who have committed an act in violation of the law. Yeah. These acts aren't called crimes as they would be for adults. Crimes committed by minors are called delinquent acts. This was part of your officer's exams. Ja, er steckt das Taschentuch in seine Jackentasche. Und was lässt sich auf Jugenddelinquenz schließen? I haven't seen that sticker before, and I'm not a youth. Wow. Da stimme ich zu. Es ist sehr modern, aber weiß der fröhliche Typ denn nicht, dass er tot ist? Oder ist es dem toten Typen egal, dass er nicht mehr lebt? Woraus ergibt sich hier die Ironie? Vorhängeschloss. This cheap-looking padlock is sturdily built. It shackles together a hasp and a staple screwed into the wooden door. The lock is adorned with a yellow sticker. It'll be easier to break the staple than the lock. Also, that sticker is interesting, somehow. Ich inspiziere die Krampe. The padlock passes through a staple that's been hastily attached to the wood. Closer inspection reveals that one of the screws is not a screw at all, but a nail. The work has been done recently and is unprofessional, to say the least. Should you want to get through, it might be easier to just pry the whole thing off. Ich wende mich den Lieutenant zu. Mal sehen, was die Brechstange dazu zu sagen hat. Maybe we should circle the building first and look for another way. The building has seen enough mistreatment. Sollen wir mit der Bassdrum anfangen, die vom Eis kommt? Ich habe von etwas gehört. Yes, the pulsing bass. A sure sign of junior delinquency. Somewhere east of here. Okay. There's something on the sea ice there. Versuche den Aufkleber abzuziehen, ohne ihn zu zerreißen. Ja, ich warte, weil wenn ich das Schloss abmache, ich das wirklich abbreche, dann kann ich das Schloss ja abnehmen. Und beziehungsweise dann ist es ja ab. Und dann kann ich ja gucken, ob ich da nicht irgendwie das dann besser abkriege. So, dann laufen wir hier rum. So, besser. Ah, eine Leiter, aber die ist auf dem Dach. Da geht es nicht weiter. Da kann ich nicht hin. Kann ich nirgendwo hin?
2 Real 55. Boah. Da bin ich reich, Leute. Reich. Aha. Was ist denn hier jetzt los? Bleib stehen. Dieses Fass wurde erst vor kurzem entsorgt. Es riecht noch nach Schweröl. Okay. That's interesting. Früher drehten diese rostigen Zahnräder die gesamte Maschine. Die Kette verschwindet im Ozean, wurden sie wohl führt. Ja, das werden wir dann in der nächsten Folge rausfinden. Wir sind hier ziemlich schon die halbe Stunde Marke bald erreicht, denke ich. Ich sollte mir hier echt... Das ist meine Uhr. Egal. Ja, und hier scheinen wir reingehen zu können. Und ja, das wird ja ein bisschen länger dauern, sich dann umzugucken. Deswegen machen wir das dann jetzt das nächste Mal. So, ja, ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr lasst einen Daumen nach oben da, ein Abo, teilt das Video. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund, bleibt sicher. Bye, bye. Euer Toby.